Mit unserem mobilen Küchencontainer Kitchen on the Run sind wir nun schon seit 5 Monaten in Deutschland unterwegs und bringen bei gemeinsamen Kochabenden Menschen zusammen und ermöglichen so ein Kennenlernen zwischen Beheimateten und Geflüchteten. Wir waren in Frankfurt, in Lörrach und in Wismar, haben gekocht, gespült, getanzt und gelacht. Und eins steht fest: In Deutschland leben tolle Menschen. Jetzt sind wir an unserem letzten Standort Brackwede, einem Stadtteil von Bielefeld, angekommen. Heute ist ein ganz besonderer Abend. Das ist nämlich der allerletzte Abend von der ganzen Tour. Wir machen jetzt ein Kennenlernspielen. Also jeder sagt seinen Namen und woher kommt ihr und sein Lieblingsessen. Also ich heiße Rama und ich komme aus dem Irak. Mein Lieblingsessen ist Reis. An jedem Standort unterstützt uns eine Person bei der Vorbereitung und Durchführung der Kochabende. In Brackwede ist das Rama. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin hier in Deutschland seit 2 Jahren. Zuerst habe ich ein bisschen Angst, mit Leuten zu sprechen, weil ich möchte nicht etwas falsch, Grammatikal oder so sagen. Aber mit der Kitchen on the Run, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, nicht nur deutsche Leute, sondern von vielen Ländern. Und das ist sehr, sehr toll für mich. Im Sprachcafé, wir sitzen nur und sprechen über Sprache oder so, aber im Container, wir vergessen dieses Problem. Wir müssen nur sprechen und nur helfen, nur kochen und das macht uns in einer Situation, so wie wir uns so eine Familie oder Bekannte. Und das ist ganz anders so, im Sprachcafé oder im Kurs oder so. Das ist Neues für uns. Brackwede ist Bielefelds Multikulti-Stadtteil und hat eine lange Einwanderungsgeschichte. Mit dem Container stehen wir mittendrin, kommen schnell in Kontakt zu Bürgern und Organisationen und sind beeindruckt von dem großen Engagement. Wie auch in Lörrach und Wismar bringen wir an einem Netzwerktreffen bestehende Initiativen und neue Interessierte an einen Tisch. Gemeinsam überlegen wir, wie in Brackwede auch nach unserer Abreise weitergekocht werden kann. In Irak ist ganz anderes als hier in Deutschland. Das sind nicht 2 Länder, sondern 2 Welten. Wenn ich 18 oder so, ich habe in Media gearbeitet. Wenn eine Frau in Media arbeitet oder als eine Moderatorin, das ist ein bisschen schwer, weil Leute sagen, ja, sie ist eine Frau und alle Leute sehen diese Frau im Fernsehen und sie hat einen schlechten Ruf. Wenn ich zu meiner Schule gehe und finde ich einen Brief von der ISOs oder so, sagen, du musst dein Land verlassen, weil du bist in Medien gearbeitet und du weißt, dass in unserer Religion dürfen Frauen nicht arbeiten so. Ich habe richtige Angst gehabt. Wenn mein Land so ist, dann ich kann nicht mehr leben in dieses Land. Hier kann man seine Meinung sagen, sicher und ich habe keine Angst. Ich möchte die deutsche Sprache lernen, sehr gut, so wie eine Muttersprache. Und ich wünsche auch eine gute Arbeit finden. Und ich wünsche mein Hobby machen, also tanzen, singen und keine Angst haben. Wie an jedem Standort organisieren wir auch in Brackwede ein großes Abschlusspicknick, an dem sich die Menschen aus den Kochabenden noch einmal wieder begegnen. Fremde Gesichter sind nun altbekannt, neue Gerüche und Geschmäcker bereits vertraut und der Nachmittag mit Essen und Musik so bunt wie die Menschen, die gekommen sind.
Toller Abend mit vielen interessanten Geschichten. Und immer Kochkultur, Afghanistan, Syrische, Irak, Essen. Weil es gar nicht darum geht, wer wem hilft, habe ich Ahnung, womit ich helfen soll. Aber es ist einfach nur, man macht zusammen was und findet Kontakt. Finde ich super Idee. Wir haben schon viele Leute kennengelernt, deutsche Leute. Und die Verständigung war gar nicht so schwierig, wie man sich das vorher vorstellt. Es ist eine tolle Idee, verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Skepsis, Angst und Berührungsängste zu nehmen. Für uns war es ja in Bragwede eine Möglichkeit, uns neu zusammenzufinden, weil wir in der Eisenbahnstraße, in der Flüchtlingsunterkunft, doch das nicht geschafft haben, die Bragweder an einen Tisch in dem Sinne zu bekommen. Und das war hier halt ganz locker möglich. Und hier das heute zu sehen, ist fantastisch, finde ich. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Also wir wollen ja gucken, dass wir hier so in Bragwede mit der Kochgruppe das machen und dann würde ich auf jeden Fall gerne mitkochen. Wir müssen also weiter kochen hier in Bragwede ohne Container. Und damit das gut funktioniert, übergeben wir der Community zum Abschluss ein Startpaket, damit auch Bragwede weiterhin über den Tellerrand kochen kann. Dann ist die Tour nach 5 Monaten tatsächlich zu Ende. Und nach 62 Kochabenden kleben auch wir unsere Namensschilder an die Containerwand. Für uns geht es nun zurück nach Berlin. Für den Container in den Winterschlaf und für Frankfurt, Lörrach, Wismar und Bragwede heißt es